Ja, im Herbst 2021, also eigentlich nach der Corona-Zeit, sind wir auf Indien, genau gesagt bis nach Gangotri gereist. Gangotri normalerweise ein sehr wichtiger heiliger Pilgerort für die Hinduisten. Und entsprechend hat es oftmals viele Leute dort. Aber in diesem Jahr waren wir allein dort. Wir sind eben zweimal an Schivling gereist, der Steff Sigrist, der Andi Schnarf, der Nicola Hoya und ich, für die Südwand erst zu begehen. Eigentlich am fast berühmtesten Berg von Indien, das Matterhorn von Indien. Ja, der Berg ist 6500 Meter hoch circa. Und das ist sicher auch etwas, was halt eben so eine Begehung ausmacht, dass man halt in der Höhe klettert. Wir haben im 21. relativ knapp unter dem Gipfel müssen umkehren. Unser zweiter Versuch hat ganz normal und eigentlich ohne Probleme angefangen. Bereits aber am zweiten Tag, als wir im Basislager waren, das erste Mal runtergeschneit. Und so ist es leider weitergegangen. Das war sicher mal das Hauptproblem, aber das nächste Problem war auch, dass die Wand einfach total anders ausgesehen hat, als wir es im Vorderjahr erlebt haben. Und das ist schlussendlich auch zur Diskussion gestanden. Wir haben eigentlich einen relativ zurückhaltenden Zeitplan gemacht und haben eigentlich dort gemerkt, dass die 4-5 Tage, wo es schön Wetter kann sein kann, dass die sehr wahrscheinlich nicht reichen würden. Und ist dann auch klar gewesen, dass auch andere leichte Projekte an ähnlich hohen Bergen, wie zum Beispiel die Bhagarati-Gruppe, eigentlich für uns so nicht in Frage kommen. Es hat aber etwas gegeben, was uns schon das Jahr vorher ins Auge gestochen ist und uns auch immer gereist hat. Das ist ein reiner Felspfeiler, bis auf knapp 5000, der gerade neben dem Basislager ist gestanden. Und da haben wir gewusst, mit diesen 3,5 Tagen oder 4 Tagen mehr oder weniger stabiles Wetter, haben wir vielleicht sogar die Chance, dass wir das machen dürfen. Schlussendlich hat es jetzt für mich nicht so, ist es nicht mehr so eine schwere Entscheidung gewesen, bei dieser Ausgangslage zu sagen, hey, jetzt gehen wir doch in den verbleibenden Tagen die Wand probieren. Es war lustig, weil für Andi und mich war relativ schnell mal klar, wir gehen jetzt dort rein. Aber wir sind eigentlich am Ende von diesem Tag sind wir oben angekommen und ich konnte wirklich noch den Stand fertig machen. Und dann hat es schon angefangen zu schneien. Und die Jungen angekommen und hat immer weiter geschneit. Und dort, an diesem Punkt, hat man dann haargenau gewusst, okay, unser Entscheid war richtig gewesen. Und das war eine ziemliche Erleichterung gewesen. Und aus dieser Erleichterung ist dann eine relativ lustige Party entstanden bei uns im Basecamp mit den Köchen. Und dort hat man schon gemerkt, okay, jetzt ist es klar. Und ich glaube, das hat sehr gut getan, dass dort mal ein richtiger Entscheid gefällt worden ist. Ja, der Pfeiler fängt an mit wahnsinnig schönen Rissen. Die sind zum Teil ein bisschen offen, aber man muss sagen, sehr kompakter Fels. Das heißt, jetzt ist so gneisähnliches Gestein. Das heisst, es hat auch relativ viele Risse drin gehabt. Die waren teilweise zu und vor allem unten auch stark noch bewachsen. Also wir mussten teilweise auch die Risse frei hacken. Zum Glück haben wir ja Pickel dabei gehabt. Steff, was willst du machen? Bartenbau. Andi, brauchst du Seil? Brauchst du Seil? In the wall with the 8th King of Switzerland, the Andi Schnarf. Below vertical gardener Steffen Sigrist. Ist alles schön eingezöckert.
Jetzt sind wir hier über auf die Bagarati-Gruppe, frisch geschneit letzte Nacht. Wieder mal kurz einen schönen Tag, ein paar Stunden sicher. Ja, machen wir einfach das Beste aus der Situation. Und sind wir hier an einem schönen Felspfeiler auf die Basis schauen. Super! Hey. Die Tour war sicher nicht eine komplette SPG. Wir haben bis Länge 6 haben wir Material gefunden von einem früheren Versuch. Von der Länge 6 an weiter allerdings nicht mehr. Andi, Leo, machen wir da? Häuseln. Steffen bitte zusammenschießen. Dumme Schnur. Zu den Big Wallen. Ach, komm gut. Sieht geil aus. Die letzten 2 Tage noch ein bisschen genießen. Hallo Steff! Im mittleren Teil ist es fast mehr so ein bisschen Wandkletterei, die immer wieder mal lose Schuppen hat. Dort haben wir uns hakentechnisch aufgearbeitet. Geil. Alright, auf geht's! Aber Joni. Der Crackmeister! Aber ja nicht. Was mich auch so ein bisschen fasziniert hat, ist eigentlich, dass die Linie, die wir von unten immer angeplant haben und mit dem Feldstecher beobachtet haben, dass wir eigentlich ziemlich genau dort durchklettern können, wo wir es gedacht haben. Und dass sich wirklich dort auch die Schwachstellen abgezeichnet haben, die wir so erwartet haben. Sauber, Andi! Ah, ist das das Geilste. So einer Expedition, unabhängig ob man jetzt oben steht oder nicht, der besteht vor allem aus vielen lustigen, unvorhergesehenen Situationen. Juhu! Gameschen Büben! Joni, dein Wunsch war? Das war im Andi rein. Andi! Der Andi hat aus der Wand gewünscht. Das finde ich Ich glaube, er hat etwas gesagt oben. ist darum gerade wichtig, eigentlich, das so ein ungeschriebenes Gesetz. Du, er hat etwas gesagt. Was? Ah, er macht so ein Selfie. La 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 la. Juhu! Juhu!
Das ist, glaube ich, so die Hauptmotivation, dass man auf eine Expedition geht, weil man weiss im Voraus, dass die Chancen unter 50% sind bei einer Expedition, dass man da oben steht. Und das darf nicht die Hauptmotivation sein. Die Motivation muss eben genau so das Unvorhersehbare, die lustigen Situationen sein, die man durchaus immer erlebt. Und das ist garantiert. Ja, am Anfang, als wir daher sind gegangen, wo wir angefangen haben, war es ganz klar ein Trostpreis. Und das war auch so die Einstellung näher, oder? Man war einfach zufrieden mit dem, was noch geht. Aber je länger dass wir dort am Klettern waren, ich meine, es hat perfekte Risse gehabt, es hat wunderschöne Eidlängen gehabt, es hat schöne Wandkletterei gehabt. Wir haben, ja, es hat teilweise so wunderbare Dächer gehabt mit Verschneidungen drunter. Und dann muss man eigentlich sagen, also so etwas kann kein Trostpreis sein, oder? Also, es lohnt sich allein für das, dorthin zu gehen. Wunderschön hier in der 6000erin, im kleinen El Capitan von Indien. Der Andi, Schwerarbeit am Sichern, es ist nämlich immer anstrengend mit Material aufgeben, zurücknehmen. Und hier oben, der Jon ist gerade verschlafen hier im Loch. Ich glaube, grundsätzlich muss man ja mal sagen, wenn man beurteilen will, ob eine Expedition erfolgreich war oder nicht, kann man es schwarz-weiß anschauen. Aber eigentlich der Haupterfolg einer Expedition ist, dass alle gesund zurückkommen. Das ist erstens mal das Wichtige. Und das Zweite ist, dass man eine gute Zeit hat dort. Und ich glaube, es gibt so die Momente, wo wir dann beim Klettern hatten, einfach so die Befriedigung, etwas zu machen, das kann einem niemand nehmen. Und ich würde sogar sagen, allein das ist schon ein Erfolg. Ja, wir sind ausgestiegen auf dieser Kirtinhaus. Es war schon ziemlich kalt. Wir hatten die grossen Daunenjacken an. Es hat einen leichten Schneefall gegeben. Es war Abend und wir waren aber alle happy, sind wir da oben. Jungs! Bravo, cool gewesen. Hä? Geil. Schön gewesen. Little Nose Auf Gitti Glacier. auf Gitti Glacier. Schlussendlich hat es die zweite Party gegeben nach der Kirtinhaus, nur ein paar Tage später eigentlich, unten im Tapavan. Und alles dazwischen, das war eben zwischen den zwei Partien, das war für uns ein Highlight, dass wir da noch etwas machen konnten. Also nicht, dass die Party nicht das Highlight war.